Sie ist die älteste Map, die immer noch im Counter-Strike Map Pool ist, DE Nuke. Bereits im Jahr 1999 wurde sie veröffentlicht. Wir spielen sie also seit rund 25 Jahren. Es war aber ein weiter Weg von dieser allerersten Version hier bis hin zur heutigen Version in Counter-Strike 2. Ich nehme euch gerne mit auf eine Zeitreise mit allen Infos rund um DE Nuke. DE Nuke ist die einzige Map, die im offiziellen Map-Pool von Counter-Strike von einem Deutschen entwickelt wurde. Und zwar von Jo Beak, Nickname Medic. Der Stuttgarter hatte zuerst Maps für Duke Nukem 3D designt, dann für Half-Life und anschließend für Counter-Strike. Als Szenario für DE Nuke dient eine Fabrikhalle mit Raketen. In der allerersten Version nahm Medic für den Boden im Freien eine Sandtextur, die er später dann durch eine etwas dunklere Variante ersetzte. Bei der Erstellung der Map ging Medic allerdings anders vor als sonst und es war am Ende vielleicht auch etwas Zufall, dass DE Nuke so gut und so erfolgreich wurde. Normalerweise fertigte er vor dem Erstellen einer Map einige Zeichnungen an. Er überlegte sich, welche Wege es in der Map geben sollte und so entstanden die Maps Schritt für Schritt. Bei Nuke war es allerdings anders. Medic legte einfach los. Eigentlich ist Nuke ein miserables Beispiel dafür, wie man eine Map erstellen sollte. Es gab keinen Entwurf, keine Strategie. Dazu kam, dass DE Nuke eigentlich als Geiselmap geplant war. Denn die ersten Beta-Versionen von Counter-Strike hatten zu Beginn gar keinen Bombenmodus. Doch die CS-Schöpfer Min Lee und Chess Cliff baten Medic darum, die Map mit 2 Bombspots zu versehen, da sie in der Beta 4.0-Version das neue Bombenszenario veröffentlichen wollten. Den ersten Bombenspot platzierte Medic in der oberen Halle. Und wenn wir uns hier die allererste Version von DE Nuke anschauen, dann kommt sie uns ziemlich bekannt vor. Auch später in Counter-Strike 1.6 sah die Halle oben eigentlich gleich aus. Den zweiten Bombenspot platzierte der Map-Designer in die untere Halle. Und auch hier fühlen wir uns direkt vertraut. Aber in der ersten Version von DE Nuke war der untere Bereich der Map doch noch etwas anders gestaltet. Es gab diesen langen Gang hier statt eines zweiten Raumes und auch bei den Schächten gab es keinen Verbindungsgang. Keine großen Änderungen gab es beim Vorraum vom T-Spawn kommend und auch bei der Rampe. Auch der Außenbereich der Map sieht in der ersten Version insgesamt gesehen recht ähnlich aus wie die spätere Variante. Doch die Details machen den Unterschied. So war der CT-Spawn deutlich näher im Bereich der Halle als später. Die Kiste außen konnte außerdem zerstört werden und es fehlte auch noch der grüne Truck in der Nähe des T-Spawns. Sonst wurde die Map über all die Jahre recht wenig verändert und es ist beeindruckend, wie gut spielbar DE Nuke schon im Jahr 1999 war. Die Map überzeugte mit einem klaren Aufbau, wenig Schnickschnack und einer gewissen Taktiktiefe. Die Rampe zum Beispiel konnte man als CT sowohl mit der AWP als auch mit der Colt spielen. In der Halle gab es häufig viel Action durch die Rushes der Terroristen und im Außenbereich waren vor allem gute AWP-Spieler gefragt. Easter Eggs gibt es auf Nuke übrigens relativ wenige. Map-Designer Jo Beak hat sich am T-Spawn zumindest mit einer Texttafel verewigt. Mit einer Sache auf der Map war der Designer übrigens nicht ganz zufrieden. Besonders die Klippen gefallen mir nicht, weil ich sie ziemlich schlampig gemacht habe. Das sollte er allerdings verschmerzen können, denn die Spieler waren von DE Nuke von Anfang an begeistert. Die Map wurde recht schnell in vielen Ligen in den Map-Pool aufgenommen und es gab einige legendäre Plays auf der Map. Über die Jahre hinweg wurde DE Nuke dann vor allem für eine Sache bekannt: für das Bangen durch die Wände. Irgendwann wusste fast jeder Spieler, durch welche Wand er schießen musste und so wurde häufig zu Beginn einer Runde erst einmal gebangt, was das Zeug hielt. Das kann man gut oder schlecht finden, aber man kann natürlich dem Map-Designer keinen Vorwurf machen, dass er im Jahr 1999 nicht an die Wallbangs gedacht hatte. Und natürlich auch nicht daran, dass man die Bombe durch die Decke diffusen konnte. Aufgrund der guten Spielbarkeit von DE Nuke ist es kaum überraschend, dass sie auch in anderen CS-Versionen nachgebaut wurde. Auch in Counter-Strike 2 kann sie gespielt werden und ist damit die älteste Map im Map-Pool. Natürlich sieht die CS2-Variante deutlich moderner aus als die frühere Version, aber in Sachen Gameplay ist die Ähnlichkeit groß und man fühlt sich direkt heimisch. Für Jo Medic Beak war DE Nuke natürlich die erfolgreichste Map, die er je gestaltet hat.
Der Map-Designer hatte aber auch noch eine weitere Map im offiziellen Counter-Strike Map Pool, DE Fang. Die war allerdings nur kurz dabei. Sie erschien mit der Beta 6.0 Version und wurde mit der Beta 6.1 wieder aus dem Map Pool entfernt. Zurückblickend lässt sich sagen, dass DE Nuke einen Platz in den Counter-Strike-Geschichtsbüchern sicher hat. Von der allerersten Variante in der Beta 4.0 Version im Jahr 1999 bis hin zur Counter-Strike 2 Variante. Und jetzt seid ihr dran. Wie gern habt ihr DE Nuke gespielt? Und vor allem, wie fandet ihr das Schießen durch die Wände? Wart ihr Team Wallbang oder eher nicht? Ich freue mich auf eure Kommentare.